Hallo, ich grüße dich. Mich hat unbedingt interessiert, jetzt das Gothic 1 Remake, wie ist die Tastaturbelegung, die Steuerung des Kampfsystems. In den Trailern, selbst von den Gothic Publishern, werden ja nur diese Kämpfe gezeigt, aber nicht, welche Tasten muss ich drücken, welche Tasten sind belegt, kann ich die Tasten umlegen. Und deswegen habe ich gestern schon mal auf Google eine Kommunikation geführt. Und heute dachte ich mir, ich bemühe mal ChatGPT, habe ich noch nie gemacht, aber ich fing an mit der Frage, kannst du mir etwas zum Gothic 1 Remake Spiel erzählen? Ja, gerne. Das Gothic 1 Remake gehört aktuell zu den meistbeachteten RPGs Remakes, besonders im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist verständlich, ne? Weil das Original Gothic für viele ein Kultspiel war. Entwickelt wird das Remake von Alkima Interactive, veröffentlicht von THQ Nordic, ich spreche so aus wie steht. Der Release ist derzeit für den 5. Juni 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox geplant. Gut, das wissen wir schon, sieht man ja auch bei Steam. Worum geht es? Du spielst wieder den namenlosen Helden, einen Gefangenen, der in der sogenannten Kolonie geworfen wird. Ein riesiges Gefängnisgebiet unter einer magischen Barriere. Dort kämpfen verschiedene Lager, um die Macht. Während das Königreich dringend magisches Erz für den Krieg gegen die Orks benötigt. Wie im Original startet man als absoluter Niemand und arbeitet sich langsam hoch. Ja, das ist ja auch okay, ne? Was wird gegenüber dem Original verändert? Die Entwickler betonen, dass sie die Atmosphäre des Originals erhalten wollen, aber viele Systeme modernisieren. Ja, sonst würde das auch nicht funktionieren, möchte ich sagen. Komplett neue Grafik auf Basic Unreal Engine 5, überarbeitetes Kampfsystem, ja, mit flüssigeren Animationen. Ja, gut, das sieht man ja zuhauf auf den Trailern. Und genau da will ich ja noch hinkommen, ne? Erweiterte Quests und zusätzliche Story-Inhalte, lebendigere NPC-Routinen und Reaktionen. Ja gut, das ging beim ersten Original ja auch schon eigentlich ganz gut. Neue Bewegungs- und Erkundungsmöglichkeiten. Ja, lassen wohl die Welt größer erscheinen, ne? Größere Detailtiefe, ja, siehst du in der Spielwelt und bei den Fraktionen. Gut. Was macht Gothic eigentlich besonders? Viele moderne Open-World-RPGs geben dem Spieler sofort das Gefühl, ein Held zu sein. Ja, und nicht alle, ne? Also Gothic macht das Gegenteil. Ja, da gibt es aber heutzutage noch Spiele, die das auch noch machen, sag ich mal, ne? Am Anfang bist du schwach und wirst von fast jedem verprügelt. Ja, ist so gut so, ne? NPCs haben feste Tagesabläufe und reagieren glaubwürdig auf dein Verhalten. Naja, gut, aber auch, das wird nicht, wie sagt man, endlos passieren, ne? Die Spielwelt ist relativ kompakt, aber sehr dicht gestaltet. Fraktionsentscheidungen haben große Auswirkungen auf den Spielverlauf. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig zurückerinnern, hatte das damals auch oder hat sich das alles so ergeben? Naja, wir haben den Schläfer besiegt und fertig war es, glaube ich, ne? Genau diese raue und glaubwürdige Welt versuchen die Entwickler im Remake nachzubilden. Ja, brauchen sie nicht nachzubilden, sie sollen sie behalten, ne? Oder? Was sind die bisherigen Eindrücke? Die Reaktionen sind überwiegend positiv, aber vorsichtig optimistisch. Ja, da habe ich schon mal ein Video auch gemacht, wenn du bei mir mal gerne sehen willst. Ich lasse mich nicht so leicht blenden durch diese schönen Filmchen immer, ne? Also da sollte man richtig aufpassen. Viele Fans fanden frühe Versionen, ja, und Demos noch unausgereift. Habe ich auch einen Film zugemacht, also ein Video. Ist, glaube ich, normal. Also eine Demo, die entwickelt ja nicht weiter, ne, wie die Spielbearbeitung. Also gleichzeitig wird häufig gelobt, dass die Entwickler aktiv auf die Community-Feedback reagieren und mehrere Aspekte, insbesondere das Kampfsystem, verbessert haben. Ja, habe ich gestern schon gelesen. Also was mir auf Google, kann man das ja auch machen, so eine schriftliche Kommunikation kann man auch mit der KI auf Google normal führen, ne? Und das hat mich schon sehr überrascht, was mir da mitgeteilt wurde. Jetzt will ich nur hier eigentlich von ChatGPT eine Bestätigung. Wenn du möchtest, kann ich dir auch erklären.
Warum das originale Gothic damals so revolutionär war? Nein, das wissen wir. Welches Lager es in der Kolonie gibt, welche Lager? Naja. Oder will sich das Remake von Spielen wie Nein, das brauche ich auch nicht. So. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Kannst du mir die Tastaturbelegung zeigen? Das wollen wir doch alle wissen, oder? Klar, für das aktuelle Demo bzw. die bisher gezeigte Version von Gothic 1 Remake gibt es folgende Standardbewegungen. WSAD, Klettern, Leertaste, Ducken, C, Interagieren, E, Inventar, Tab, Ausweichrolle, Alt. Ja gut, das hatte ich gestern auch schon. Ziel erfassen, mittlere Maustaste, ja. Angriff leicht linke, ja, richtig. Angriff schwer, rechte Maustaste. Blocken, parieren, halten der rechten Maustaste. Ja, hier kann irgendwas nicht ganz stimmen, ne? Angriff schwer, rechte Maustaste. Blocken, parieren, halten der rechten Maustaste. Ja gut, aber ich glaube nicht, ich glaube, Angriff schwer muss man umlegen, ne? Schnellslots, Zahlentasten. Auch gut, das ist ja auch schon mal gut, ne? Menü, RC. Gut. Wie sieht es mit der Tastaturbelegung für das eigentliche, ich und mein Tippen hier mal, eigentliche Remake-Spiel aus? Kannst du mir das zeigen? Von der Demo wollen wir ja nicht wissen, ne? Das haben wir ja gespielt schließlich, ne? Ja, die finale Version von Gothic 1 Remake wurde zwar noch nicht vollständig veröffentlicht, aber aus den aktuellen Demos, Entwicklungsaussagen und geleakten, gesichteten Steuerungsmenüs ergibt sich folgende Standard-Tastaturbelegung. Ich glaube, die können wir schon ein bisschen ernst nehmen dann auch. Vorwärts ist klar, ne? Bewegung. Sprinten, Shift-Taste, gut. Springen, Klettern, Leertaste. Schleichen, C. Gehen, umschalten, Z. Siehst du, das hatten wir vorher bei der nicht gehabt, ne? Bei der Nahkampfwaffe ziehen 1, Fernkampf ziehen 2. Wunderbar, das passt mir richtig. So habe ich immer belegt. Weil wir Tastaturspieler, ich rede nicht von den Gehhilfen-Controller-Spielern, ich rede von uns Tastaturspielern, ne? Wie wir Gothic gelernt haben auf Tastatur. Wir haben alle im Unterbewusstsein abgespeichert. Also diese Tasten, die sind bei uns drin im Kopf. Falls wir mal eine jetzt von C auf Alt legen, das macht jeder selbst für sich, denn der Daumen, ob der bei C, das sind Kleinigkeiten. Aber es muss passen für uns im Kopf, dass es keine großartige Änderung bedarf. Jede einzelne Änderung haben wir ja auch abgespeichert im Kopf, oder? Siehst du doch auch so, ne? Nahkampfwaffe ziehen 1, Fernkampfwaffe ziehen 2. Kennen wir von Witcher 3 und. Ne? Silber im Stahl auf 1, Silber auf 2 oder wie das da war, dann die Schreie da, diese Zeichen. Alles gut. Angriff 1. Rechte Maustaste. Na, funktioniert nicht ganz. Das kann man dann umlegen. Ich glaube, da hat sich jetzt ChatGPT ein bisschen vertan. Das kann möglich sein, aber das ist wichtig. Linke 1, Angriff 2, das wird dann der schwere Angriff sein, gehe ich mal von aus. Ne? Angriff 3, Q, das kann vielleicht, Angriff 3, Angriff 4. Ja gut, das muss man sehen, aber es ist so geteilt. Pass auf, die nächste Frage, die wird uns richtig aufklären. Blocken, parieren,
String. Nein, das funktioniert nicht. Das hat sie sich verhauen ein bisschen. Aber ich weiß schon, wo es hingeht. Ich schätze mal, Blocken wird hier Q sein. Was ist das? Ausweichen, Alt-Taste. Ja gut, Rolle, Alt zweimal. Also ihr seht, ein bisschen durcheinander ist das noch. Schnellslots 4 bis 8, ist klar. Eigentlich 3 bis 8, ne, weil die 3 waren noch nicht belegt. Zielen, rechte Maustaste. Gut, das ist wohl, wenn wir dann die Fernkampfwaffe in der Hand haben. Zauberwirken, linke Maustaste, sehe ich mal so, wenn wir hier Taste 4, 5, 6 bis 8, da werden die Zauber draufgelegt werden können und automatisch, wenn wir 4 aktivieren, ne, ja, machen wir mit linke Maustaste und deswegen wird die linke Maustaste hier auch hier auf Angriff 1 liegen und Angriff 2 höchstwahrscheinlich schwerer Angriff oder Blocken, dass man das hier noch ein bisschen tauschen kann. Aber ich sehe, die haben sich Gedanken gemacht, dass es nicht so kompliziert ist. Wer von euch Witcher 3 gespielt hat, ist für mich bis jetzt die beste Tastaturbelegung. 2, 3 hat man umgelegt und es war perfekt. Das Kämpfen alleine. Nicht wie im alten Gotik, ne? Ja, linke Maustaste, dann die D-Taste, dann die E-Taste, dann A-Taste und nee, und dieses Washi, kennst du auch, ne? Das ist für mich kein System gewesen. Aber 2001, 2002 war die Zeit nun mal so gegeben. Wie viel RPGs gab es denn? Und wie viel RPGs aus deutscher Hand gab es? Also da haben wir alle drüber weggesehen. Wir haben alle das Spiel gespielt, jahrelang. Ich habe die Demo gespielt und ich war sowas von unzufrieden, dass in der Demo noch alles beim gleichen Schiss war. Und deswegen ist für mich die alte Gotik Tastaturbelegung für das Kampfsystem hauptsächlich, die anderen ging ja für das Kampfsystem, die grottigste, die in der heutigen Neuzeit noch existiert. Und ich habe gesagt, wenn die Kampftastaturbelegung nicht zum Positiven abgeändert wird, dann könnt ihr das Spiel behalten. Dann würde ich nie dafür Geld ausgeben, weil die Finger brechen tue ich mir im Jahr 2026 nicht nochmal. Ihr versteht, was ich meine, ne? Also wir Tastaturspieler, ihr Controllerspieler, ihr seid gar nicht angesprochen. Besonders interessant ist das Kampfsystem. Es gibt 4 separate Angriffstasten statt nur leichter, schwerer Angriff. Kombos entstehen durch Timing. Ja, das kennen wir. Und das möchte ich bitte nur mit der linken Maustaste machen können. Ihr versteht, Witcher 3, ne? Dieses Timing, dieses Jung. Und schon hat er seine Kombos ausgespielt. Das möchte ich auch in Gothic Remake haben. Die Entwickler wollen damit das Gefühl der alten Gothic-Kämpfe bewahren, aber deutlich moderner gestalten. Ja gut, was sie wollen und umsetzen, ne? Das sind immer 2 Paar Schuhe. Ein Beispiel könnte so aussehen. Rechte Maustaste, linke Maustaste, Q und E ist gleich Kombo-Kette. Ist scheiße, ist für mich zu lang. Das ist, glaube ich, sinnbefreiter Dreck, was wir damit schon mal hatten. String, Blocken muss man umlegen können. Lock-on über mittlere Maustaste, also den Gegner anvisieren, ne? Controller-Stick gehen auf Version. Ach, hör mal auf mit Controller. Mann, da spielen nur Leute, die keine Ahnung von Tastaturen haben. Wichtig, die Entwickler haben bestätigt, dass die Steuerung frei belegbar sein soll. Das wollte ich jetzt nämlich fragen. In einigen Demos funktioniert das Rebinding noch nicht vollständig. Nein, hat doch nicht funktioniert. Das war aber laut Community Managern auf eine Einschränkung. Warte mal, hier komme ich jetzt nicht weiter. Kostenlos registrieren, bla bla. Falls du möchtest, kann ich dir auch eine komplette deutsche Tastaturgrafik. Aber natürlich, ne? Die wollen wir doch haben. Ja, bitte. Nicht, dass du mir jetzt die Tastatur abfotografiert und zeichne. Bitte. Gebe mir eine deutsche Tastaturgrafik. Da tippen wir hier immer. Das immer. Achso, er schreibt das so. Natur. Machen wir das so, ne? Okay. Bewegung ist klar. Kampf, Maus.
QE-String. Na, das ist noch. Also gestern war es ein bisschen anders. Interaktion und Inventar. Gut, das wollte ich. Würdest du die Grafik lieber als realistische Tastatur? Gaming-Style im RPG, offizielles Gothic-Design mit Kolonie. Möchtest du Hilfe? Ja, was nehmen wir? Das hier, wa? Wir nehmen das mal. Du siehst, wenn man richtig, geht da, Auskunft haben will, muss man wirklich, achso, das war's jetzt? Okay. Bla 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 bla. ESC, 1, 2, 3 Tastenbelegung. Ja gut, also für mich war das jetzt erstmal so weit, dass die Tastaturbelegung wohl höchstwahrscheinlich gut ist. Gestern über Google war es auch so, aber es unterscheidet sich jetzt ein bisschen zu ChatGPT. Ich weiß ja nicht, wie Google intern reingreifen konnte, wie Google Informationen bekommen hat und ChatGPT Informationen hat. Kann sein, dass Google viel bessere Informationen bekommt, irgendwie. Keine Ahnung, aber da wurde mir auch so mitgeteilt, dass das Kampfsystem, die Tastaturbelegung ähnlich von The Witcher 3, weil ich drauf eingegangen bin auch, von Witcher 3 haben soll. Diese Schwung in diesen Kampfanimationen, die wir per Tastatur geben müssen, nicht was ich hier im Film sehe, das ist für mich Nonsens, das ist sinnbefreit. Jeder kann einen guten Film drehen zu seinem Spiel. Das interessiert mich gar nicht. Ich möchte wissen, breche ich mir meine Finger auf der Tastatur oder kann ich normal bedienen? Und so wie das gestern mir auch erzählt worden ist, soll die Bedienung viel einfacher sein, dass man viel mehr nur mit links machen kann, blocken und man soll alle Tasten umlegen können. Das wurde mir gestern bei Google auch mitgeteilt. Das ist jetzt schon mal ein Vorteil, weil ja, in der Demo konnten wir es nicht und bei Gothic 1 hat es gar nichts genützt, auch wenn wir was da könnten. Gatsch bleibt Gatsch. So, das wollte ich nur mal kurz in diesem Video mitteilen, worauf ich Wert lege, wenn ich ein Spiel kaufen sollte und nicht, dass ich mir diese schönen Filmchen, diese Intros anschaue und dann eine Euphorie in YouTube-Laden schmeiße und juhu, ich kaufe mir das Spiel. Das ist in meinen Augen Schwachsinn hoch 3. Ich werde trotz alledem ein bisschen abwarten, wie die Bewertungen, sich so ansteigen oder halten in die Waage und. Ich wünsche euch viel Spaß mit Gothic 1 Remake. Bis dann. Tschüss.